In diesem Tutorial geht es um Berechtigungen und wir werden unter anderem sehen, wie man einzelne Seiten und Inhalte exklusiv für Mitglieder beschränken kann. Dazu gehen wir erstmal wieder auf den Login, melden uns an und dann gehen wir über Settings in die Nutzerverwaltung und schauen uns erstmal den einzigen Nutzer an, scrollen ein bisschen herunter und hier sehen wir den Bereich Rollen und wir sehen, dass dieser Nutzer Administrator ist. Wenn wir hier draufklicken, dann öffnen sich noch andere Rollen, und zwar Member, Autor, Editor und Administrator. Der Member kann sich eigentlich nur anmelden und seinen eigenen Account verwalten, sonst kann er nichts machen. Der Autor kann Artikel bearbeiten und verfassen, nicht jedoch veröffentlichen. Der Editor kann nicht nur seine eigenen Artikel bearbeiten und veröffentlichen, sondern alle Inhalte bearbeiten und veröffentlichen. Und schließlich der Administrator, der alles darf. Das heißt, er kann auch Systemanstellungen ansehen und ändern. Diese Rollen sind aufeinander aufbauend. Das heißt, der Autor darf alles, was der Member darf und natürlich noch mehr. Der Editor darf alles, was der Autor darf und noch mehr. Und der Administrator darf daneben alles. Diese Rollen sind übrigens nicht festgeschrieben, sondern ein Entwickler kann die Rechte dieser Rollen auch über ein Plugin ändern oder auch noch neue Rollen hinzufügen. Das wollen wir jetzt aber nicht machen, sondern wir wollen einmal einen neuen Nutzer erstellen. Dazu klicken wir wieder auf User, klicken auf den Button zur Erstellung eines neuen Nutzers und wir wollen jetzt mal einen Autor erstellen. Dem erteile ich die Rolle Author. Ich vergebe eine E-Mail. Und natürlich ein Passwort. Ich speichere das Ganze und der Nutzer ist angelegt. Ich würde mich mit diesem Nutzer jetzt mal neu anmelden. Und dann würde ich auf diesen Artikel Dokumentation gehen. Und wir sehen, dass der Autor diesen Artikel zwar sehen kann. Wenn ich draufklicke, passiert aber nichts. Ich kann den Artikel also nicht bearbeiten und ich sehe hier oben auch nicht die Tabs. Wir wollen die Rechte jetzt diesem Autor mal zuweisen. Dazu muss ich mich wieder abmelden und als Administrator anmelden. Und dann gehe ich wieder auf den Artikel, gehe hier auf die Meta-Tabs, scrolle ein bisschen herunter und dort sehe ich den Punkt Owner. Und als Owner ist im Moment der User Trendschau angegeben. Ich würde hier jetzt mal Autor reinschreiben. Dann würde ich das Ganze speichern. Dann würde ich mich abmelden und als Autor wieder neu anmelden. Gehen wieder auf den Artikel und jetzt sehe ich, dass ich den Artikel ganz normal als Autor bearbeiten kann. Allerdings sehe ich hier unten auch, dass ich den Artikel nicht veröffentlichen kann. Veröffentlichen darf bei Typemill nur der Editor. Das ist die Berechtigung für die Erstellung und Bearbeitung von Artikeln. Es geht aber auch noch um die Zugriffsberechtigung auf Inhalte im Frontend. Ich logge mich jetzt nochmal aus. Gehe auf diesen Artikel im Frontend und ich sehe nach wie vor den Hinweis, dass dieser Artikel exklusiv für Nutzer ist und komme hier nicht auf die weiteren Inhalte. Jetzt würde ich mich wieder anmelden als Autor, gehe wieder ins Frontend, schaue mir den Artikel an und diese Hinweisbox ist weg. Das liegt daran, dass ich jetzt angemeldet bin und die nötige Berechtigung zum Ansehen dieses Artikels habe. Wie kann ich aber diese Berechtigung einstellen? Um das zu verstehen, würde ich mich jetzt nochmal als Administrator anmelden. Dann gehen wir wieder auf den Artikel, schauen uns die Metadaten an und scrollen ganz runter auf den Artikel. Und hier sehen wir den letzten Punkt, in dem ich eine Rolle angeben kann, die man mindestens haben muss, um diesen Artikel betrachten zu können. Im Moment muss man mindestens ein Member sein. Ich könnte hier jetzt auch den Autoren angeben, den Editor oder den Administrator und könnte so den Zugriff auf den Artikel im Frontend beschränken. Ich könnte aber noch was anderes machen, und zwar könnte ich diesen Artikel auf ein oder mehrere Nutzer beschränken. Das heißt, ich könnte hier beispielsweise angeben Trendschau und über einen Komma separiert noch weitere Nutzernamen, wie zum Beispiel Autor oder beliebig viele Namen. Das bedeutet, dass nur diese Nutzer diesen Artikel sehen können. Diese beiden unteren Punkte zur Zugriffsbeschränkung von Artikeln sind initial erst einmal nicht zu sehen, sondern ich muss sie in den Settings erst einmal aktivieren. Dahin gehen wir jetzt mal. Settings, dann scrollen wir runter zum Bereich Access Control
Und hier sehen wir verschiedene Optionen. Wie man sieht, habe ich im Moment hier die Page Restrictions aktiviert. Das bedeutet, dass einzelne Seiten feingranular eingestellt werden können. Außerdem habe ich aktiviert, dass der Inhalt nach dem ersten Trennstrich abgetrennt werden soll. Das schauen wir uns mal ganz kurz im Inhaltsbereich an. Gehen nochmal auf den Artikel, Dokumentation und sehe hier einen Trennstrich. Das heißt, alle Inhalte unterhalb dieses Trennstrichs sind nicht sichtbar. Stattdessen erscheint die Hinweisbox. Den Text für diese Hinweisbox, den kann ich hier eintragen. Und zwar akzeptiert dieses Feld Markdown. Das heißt, ich kann hier auch formatieren, wie ich möchte. Zusätzlich kann ich über die Checkbox hier unten bestimmen, dass dieser Hinweis in einer Notizbox erscheinen soll, der je nach Theme unterschiedlich gestaltet ist. Einen Punkt haben wir bisher ausgelassen, und zwar hier diese oberste Option Website Restriction. Wenn ich den aktiviere, dann bedeutet das, dass die komplette Seite für nicht angemeldete Nutzer gesperrt ist und nur authentifizierte Nutzer die Inhalte sehen können. Soweit zu den Rechten. Man braucht jetzt ein bisschen Fantasie, um sich zu überlegen, was man damit alles machen kann. Beispielsweise kann man sich ein kleines Bildungsunternehmen vorstellen, das mit Typemill zum Beispiel Schulungsunterlagen für verschiedene Seminare bereitstellt. Die verschiedenen Seminare könnte man hier in einzelne Kapitel unterteilen und die Seminarinhalte dann hier anteasern und ansonsten schließen für Teilnehmer. Für diese Teilnehmer könnte man dann jeweils einen Nutzer pro Seminar anlegen und dann diesen Nutzeraccount den Seminarteilnehmern mitteilen. Man kann sich auch verschiedene Bedienungsanleitungen für unterschiedliche Produkte vorstellen, ohne Zugangsbeschränkung, aber mit unterschiedlichen Autoren. Man könnte sich aber auch einen Fachbuchautor vorstellen, der mit Typemill sein Fachbuch schreibt, einzelne Artikel dann als Pro-Content anteasert. Dazu wäre natürlich eine öffentliche Registrierfunktion sinnvoll. Das gibt es bei Typemill in Form von Plugins, die habe ich jetzt schon mal installiert und wir können hier jetzt auf diesen Registrier-Button klicken. Dann kommen wir zu einem öffentlichen Registrierformular, das ich jetzt mal ausfülle. Ich fülle einen Nutzernamen aus, ich fülle eine E-Mail aus und ich fülle ein Passwort aus. Danach klicke ich auf die Registrierfunktion. Ich komme auf eine Willkommensseite und gleichzeitig wird mir eine E-Mail mit einem Bestätigungslink zugesendet. Den schauen wir uns hier jetzt mal an. Da gibt es einen Text. Ich habe hier einen Registrierlink, den kann ich klicken. Und anschließend kann ich mich bei der Seite anmelden. Initial werde ich immer mit der Rolle des Members registriert. Damit kann ich in der Administrationsoberfläche nichts machen. Ich kann nur meinen Account bearbeiten und zum Beispiel auch löschen. Aber ich kann im Frontend die beschränkten Inhalte anschauen, je nachdem natürlich, wie die Rechte gesetzt sind. Für diese öffentliche Registrierfunktion benötigt man zwei Plugins. Dazu melde ich mich jetzt wieder als Administrator an. Gehe in die Settings, gehe in die Plugins und hier sehen wir zwei neue Plugins. Das ist einmal das Register-Plugin und das Mail-Plugin. Ich zeige nur einmal ganz kurz die Einstellungen. Bei dem Mail-Plugin, da habe ich lediglich eine Mail angegeben und einen Namen und den Character-Set. Bei dem Register-Plugin dagegen gibt es sehr viele Einstellungen. Und zwar ist das, wie wir gesehen haben, eine Registrierung mit dem Double Opt-in-Verfahren. Wir können hier das Registrierformular bearbeiten und übersetzen. Außerdem besteht noch die Möglichkeit, zwei Checkboxen mit beispielsweise rechtlichen Inhalten einzufügen. Und es besteht noch die Möglichkeit, einen Hinweis ohne Checkbox einzufügen, nur mit Text. Optional könnte man auch Google ReCAPTCHA aktivieren. Auch für die Bestätigungsmail gibt es verschiedene Optionen. Beispielsweise kann ich hier einstellen, nach wie vielen Tagen eine Reminder-Mail geschickt werden soll. Ich kann einstellen, nach wie vielen Tagen der Nutzer gelöscht werden soll, falls er sich nicht bestätigt hat. Und ich kann natürlich die Inhalte für die Bestätigungsmail eintragen. Außerdem kann ich noch die Inhalte für die Willkommensseite eingeben. Diese Plugins sind noch etwas experimentell bzw. noch recht neu und man kann sie hier im Plugin Store herunterladen.